Hallo alle zusammen, willkommen zurück zu meinem Channel. Hi everyone, welcome back to my channel. Heute möchte ich ein kleines Experiment machen. Ihr seht, ich bereite schon alles vor. Ich möchte eine 3D-Blume mit dem Dragon Scale Effekt kombinieren. So today I'd like to do a little experiment. I'd like to combine a 3D flower with the so-called Dragon Scale Effect. I've never done it before, so yeah, fingers crossed that this will work. Ihr seht, ich habe alles vorbereitet. Das Harz ist schon in der Form. Ich entferne gerade noch die letzten Luftblasen und links und rechts von meiner Form seht ihr auch schon, dass ich das gefärbte Harz vorbereitet habe für die Blume. So you see on the left and right side next to my mold that I already prepared the resin, clear resin for my mold and white and purple resin for the 3D flower, which we will pour first, and then as a second layer the Dragon Scale Effect. So important to remove the air bubbles, and then for the middle part as a center for the flower we will use glitter stones, purple and gold stones. You will see it in a minute. Ihr könnt gleich sehen, dass ich für den mittleren Teil, für die 3D-Blume, Glitzersteine benutzen werde, nämlich in lila und in gold, weil das ganze Tray in lila gehalten werden soll. Und darum soll die Blume auch weiß-lila werden. So the whole tray should be in purple or in purple and blue, and that's why I'm using purple stones and purple for the 3D flower. Ich bin ganz gespannt, ob das funktionieren wird. Erstmal die Blume zu gießen und dann als Hintergrund quasi diesen Dragon Scale Effekt zu kreieren. Ja, wollen wir mal sehen, ob es klappt. So, preparing our stones. And then after preparing the stones, we can start pouring the flower. And I will pour it in circles or in a spiral or whatever it is called. First the white. Ihr seht, dass das Weiß noch relativ transparent ist, das Lila nicht so. The white is very transparent, the purple isn't. For the purple I used metallic alcohol ink and purple alcohol ink. And for the white I used white paste and white alcohol ink. And of course for the purple I also used a little bit of the white paste. Okay, so drawing the circles, because it's so easy to do this. And then circles with the purple one. As mentioned before, white paste, purple alcohol ink and metallic purple alcohol ink. Also ich benutze immer weiße Paste und kombiniere das mit Alcohol Ink, weil der Alkohol macht die Farbe noch so ein bisschen leichter und es spreadet ein bisschen besser. Ich habe mal die Alkoholfarbe vergessen und dann hat sich die Farbe oder die Blütenblätter haben sich nicht ganz so gut verteilt. Jetzt können wir mit unserem Zahnstocher gleich Muster da rein malen, die Blütenblätter, und dann haben wir die erste Phase quasi schon geschafft. So now you can draw petals with your toothpick, which is super easy, but you can use a silicone pencil or whatever as well, and it's up to you how to draw the petals. There are so many different techniques. I like this one here because it's easy and beautiful. Yeah, and this is a pretty good technique, I think, for first experiment. Ihr könnt ganz viele verschiedene Muster malen, so wie euch die Blume am besten gefällt. Ihr könnt aber auch die Blume ganz anders gießen. Ihr müsst es nicht in solchen Kreisen gießen. Ihr könnt die Blumen auch quasi per Hand reinmalen. Da gibt es ganz viele andere Techniken. Und auf YouTube gibt es auch ganz viele Videos, wie man diese Blumen malen kann. Aber ich mag dieses Muster eigentlich mit am liebsten. So, a little swirl for the middle part. And
Now we are done with our flower. Another torch to remove the air bubbles. Be careful using or torching your resin if you use alcohol ink, because if you use a lot of alcohol ink, then your tray or your coaster mold can start to burn. But it's only a few drops of alcohol ink here, so no problem, I think. Okay, wir sind jetzt quasi fertig. Seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr Alkohol-Ink benutzt und dann den Torch benutzt. Und wir sehen uns zum zweiten Layer. So see us for the second layer. Now we're back and yeah, so it's time for pouring the second layer. You see everything has been cured. Ihr seht, alles ist schön ausgehärtet, die Blume ist so ein bisschen gespreadet, nicht so stark, wie ich erwartet hätte, aber alles ist jetzt vorbereitet. So everything is well prepared for the puddle pour, which is needed for the Dragon Scale Effekt. I use acrylic ink for this Dragon Scale Effekt, and you see it's very transparent. I use only 4 drops for 50 grams of this acrylic ink. It's important to have it transparent because you need to make sure that you can see the mica powder through these colors. Ihr seht, dass dieser Acrylic Ink dass ich sehr durchsichtig eingefärbt habe, einmal in Blau und einmal in Lila, weil man das Mica Powder hinterher dadurch sehen muss. White mica powder, as always for this effect, opaque. It's important to do it opaque and not transparent. It's the one from Dipoxy, Snow White Pearl. And the gold is from Dipon. You see, it's a very pretty gold. It's opaque as well. Ihr seht, das ist alles sehr opak. Das ist das Dipon Gold, das Sahara Gold. Und das Mica Powder muss sehr dick, würde ich sagen, angerührt sein, damit es dann auch schön auf den Boden sinkt und dieses Crackling macht. Und wir werden jetzt diesen klassischen Puddle Pour machen. Das heißt, wir gießen die einzelnen Layer ineinander und starten mit dem Acrylic Ink und dann gehen wir auf das Mica und dann wieder Acrylic Ink und dann wieder Mica und am Ende ein bisschen klar. So we will start our puddle pour in a minute. First layer will be the purple acrylic ink, because usually the first layer will define the whole color of your coaster. If we would use blue, then the coaster or the tray would be blue or mainly blue, but I would like to have purple, and so my first layer will be purple. It's only 50 grams, so usually I would spread the resin all over my mold or all over the surface here, but it's not enough, so I will try to spread it as far as I can and then pour the other colors into the middle. Normalerweise würde ich jetzt die Farbe komplett verteilen bis zum Rand. Das geht aber hier mit der Menge nicht, weil es nur 50 Gramm sind. Nächstes Mal muss ich vielleicht ein bisschen mehr nehmen. Und darum werde ich sie jetzt mit so einem Silikonspatel so weit verteilen, wie es möglich ist. Einfach, damit mir das Mica Powder nicht über den Rand von dem Acrylic Ink läuft. Und dadurch wird der Effekt so ein bisschen zerstört. So I do this because if you don't spread it, the mica powder then can enter the outer part of this acrylic ink layer and will mix up in a different way, or the colors will mix up in a different way and will, let's say, will destroy this Dragon Scale Effekt, and that's why I'm doing this, and I try to spread it to the outer part, but I think it's not enough resin to get it to the sides of the mold.
Sorry, dass das Bild so flackert. Manchmal bettelt sich mein Handy ein bisschen mit der LED-Lampe. Ich hoffe, es geht gleich weg. Ansonsten könnte das ja relativ nervig werden. I'm sorry for this flickering picture here, the image. This is the LED lamp, which is yeah, my smartphone doesn't like the LED lamp. Let's hope it will stop in a minute. Oh yeah, now it's gone. Okay, so let's spread this acrylic ink to the sides, or almost to the sides. And then we can pour the second layer. Wir werden danach die zweite Schicht gießen und das ist dann wie immer das Mica. Erst das Gold, dann das Weiß, aber es ist total euch überlassen, welches Mica Powder ihr benutzt. Ihr könnt auch ganz andere Farben benutzen. Macht oder stellt aber sicher, dass es keine zu groben Glitzerpartikel hat, denn die werden auf den Boden sinken und euch den ganzen Effekt überdecken. So, I usually use gold and white mica powder, but it's totally up to you which color you would like to use. But make sure that your mica powder has a very fine consistency, I would say, without large glitter particles, because large glitter particles will sink to the ground and then can't see your Dragon Scale or your Crackling Effekt anymore. So that's why I use those super fine pearly mica powders. Okay, now our gold, and we only need the half of the cup because we have to pour the gold 2 times. Wir nehmen jetzt nur die Hälfte von dem Gold, weil wir das zweimal gießen müssen. Das machen wir zu Pi mal Daumen. And then the white. For the white, or we take only a half cup of the white, so 25 grams for each pour, and 50 grams from the resin with the acrylic ink. Okay, ihr seht hier das Weiß. And mix very well, because if you don't mix your micas very well, then you will get mica flakes at the bottom of your coaster or tray. Mischt immer die Mica-Pulver sehr, sehr gut ein, weil ansonsten sinken kleine Stückchen auf den Boden und dann habt ihr den Salat, weil dann habt ihr so kleine Flecken hinterher auf der anderen Seite, die ihr eigentlich haben, also die Seite, die ihr anschauen wollt. Und das sieht dann nicht besonders schön aus. So, weiter geht's. Ihr seht, es ist schon ein bisschen unsymmetrisch und ich hoffe, dass die Farbe weiter an den Rand gepresst wird und dass es aber nicht überläuft. So you see that the colors or the resin, the mica resin is pushing the purple to the outer part. I will help it a little bit. Ich versuche das jetzt so ein bisschen zu beschleunigen, dass es zu den Seiten fließt, aber mal gucken, ob es klappt. So, now we need the blue layer and we take 50 grams for this pour here. Das sind jetzt 50 Gramm mit dem Acrylic Ink. Ihr seht, dass es sehr transparent ist und ihr seht, wie schön das Blau einfach in dem Weiß aussieht. Ich liebe das da rein zu gießen, weil das Weiß so durchscheint und es dann so richtig schön schimmert. Trying to push the purple to the outer part of the tray mold, but you see on the right side there's only a small part of the purple left, so let's hope the gold mica won't overflow this part here, this purple. Okay, let's help the purple a little bit, traveling to the outer part, to the outer rim of the mold. You see on this side it's working very well, but here on this side we don't have so much of the purple, which could end in a
not very symmetrical. I don't know if this is a right word. Tray, but let's help the purple traveling to the outside or to the outer part. Okay, ich versuche jetzt das Lila so ein bisschen an die Seite zu bringen, damit das Gold nicht darüber fließt, weil in dem Moment, wo das Gold diese Grenze von dem Lila passiert, bekommen wir einen anderen Effekt. Und dann ist das Ganze völlig unsymmetrisch und nicht so schön. Darum versuchen wir es so. Nächstes Mal muss ich einfach ein bisschen besser aufpassen, damit es symmetrischer ist. Removing the air bubbles. Die Luftblasen müssen raus, aber ein bisschen vorsichtig sein hier, damit man sich seine Silikonform nicht verbrennt. Ich schiebe das jetzt nochmal. Ich hebe jetzt hier ein bisschen die Unterlage an, damit ich das Harz in die verschiedenen Richtungen pushen kann. Okay, I would say it's time for the next layer, and this time again white, because I'd like to have the gold in the middle. You can do gold, white, or gold, white, white, gold. It's up to you. I noticed that if you pour gold, white, white, gold, then it gives a much better effect than having the white in as last layer. Also ich habe festgestellt, wenn man Gold, Weiß, Weiß, Gold gießt und nicht Gold, Weiß, Gold, Weiß, dann kriegt man einen schöneren Effekt. Also es ist schöner, wenn das Gold in der Mitte ist und das Weiß sich mit dem Acrylic Ink verbindet, weil das Weiß die Farbe viel besser aufnimmt oder durchscheinen lässt. Und das Gold verfärbt die Farbe natürlich so ein bisschen. Das Gold würde jetzt mit dem Blau eher was Grünes geben und mit dem Lila eher so was bräunlich-lilanes. Und darum ist es besser, wenn man das Weiß in der Mitte hat. Das Weiß als ja, quasi in der Mitte und als letzten Layer dann das Gold. Okay, and as the last layer, we take some clear, because the clear will push the colors to the outside and will create or will help with the crackling, I think. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen transparentes Harz in die Mitte gießen. Einfach, erstmal sieht es ganz cool aus, wenn man in der Mitte so ein bisschen einen transparenten Kern hat, und es drückt die Farben nochmal an die Seite und hilft dem Gold dann auch nochmal oder den Farben allgemein mit dem Crackling in der Mitte. Ich habe noch ein bisschen was über. It's 40 grams, I think. So 50 grams for the blue, 50 grams for the purple, 50 for gold and 50 for white, and 40 for the middle part. And then I would say we are almost done for today. Wir sind für heute quasi fertig und mit unserem Puddle Pour. Und ich bin ganz gespannt, ob es funktionieren wird und wie das in Kombination mit der Blume aussehen wird, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Und ja, ich schiebe das jetzt hier nochmal so ein bisschen, damit es symmetrischer wird. Removing the air bubbles here. I'm very curious if the Dragon Scale will work and how this will look in combination with the 3D flower. Let's hope that this will give a nice effect. Purple flower with a purple background. Okay, so I would say we're done for today, and I'm very,
Very curious for the result. Ich würde sagen, wir sind für heute fertig und ich freue mich schon, wenn ihr dann dabei seid beim Entformen und wie das Ergebnis aussehen wird. Ich mache jetzt hier noch ein paar Luftblasen weg und dann bin ich gespannt. Hi everyone, welcome back. Hallo alle zusammen, willkommen zurück. Ihr seht, es ist ausgehärtet. You see the resin is fully cured and now we can demold it. So, wir können es aus der Form nehmen. Ich bin ganz gespannt, wie es aussehen wird. Ich liebe übrigens den Effekt jetzt auf der Seite schon. Das ist ja super schön mit den Farben. So, dann lasst mal sehen. Na, es ist super schön geworden. Schaut euch diesen Dragon Scale Effekt an und dann die Blume in der Mitte. Ist nicht meine beste Blume geworden, aber ich finde, die Kombination sieht auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. I really love this Dragon Scale Effect with the blue and the purple. It's not my best flower, but I think this is a nice technique to combine both. And I hope you like it and hope we see us for the next video. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich werde noch ein paar Bilder ans Ende stellen. I will add some more pictures at the end of this video. See you guys. Bye bye. Macht's gut, alle zusammen.